But there are conditions under which we could spend $100 billion very, very quickly. If we did, if those conditions existed, we'd be the capital very well deployed and much better than in an index fund. Der legendäre Investor Warren Buffett empfiehlt für die meisten Privatanleger einen breit gestreuten ETF wie den S&P 500. Warum er selbst nicht in ETFs investiert und stattdessen aktuell 145 Milliarden Dollar in Cash-Reserven hält, das erfährst du im heutigen Video. Bevor es losgeht, wenn du dich für Bitcoins und Kryptowährungen interessierst, aufgepasst! Zusammen mit der deutschen Kryptobank Nuri habe ich einen Bonus für dich ausgehandelt. Du bekommst über meinen Link 35 € Startbonus bei deinem ersten Bitcoin-Kauf. Also gerne den ersten Link in der Videobeschreibung nutzen und 35 € Prämie sichern. Mehr Informationen zu Nuri bekommst du außerdem im aktuellen Bitcoin-Video. Den Link dazu gibt es ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Warren, you are a big advocate of index investing and of not trying to time the market. But by your having Berkshire hold such a large amount of cash and T-bills, it seems to me you don't practice what you preach. I'm thinking that a good alternative would be for you to invest most of Berkshire's excess cash in a well-diversified index fund until you find an attractive acquisition or buy back stock. Had you done that over the past 15 years, all the time keeping the $20 billion cash cushion you want, I estimate that at the end of 2018, the company's $112 billion balance in cash, cash equivalents, and short-term investments in T-bills would have instead been worth about $155 billion. The difference between the two figures is an opportunity cost equal to more than 12% of Berkshire's current book value. What is your response to what I say? It's a perfectly decent question, and I wouldn't quarrel with the numbers. And I would say that is an alternative, for example, that my successor may wish to employ. Because on balance, I would rather own an index fund than carry Treasury bills. I would say that if we'd instituted that policy in 2007 or 8, we might have been in a different position in terms of our ability to move late in 2008 or 2009. So it has certain execution problems with hundreds of billions of dollars than it does if you were having a similar policy with $1 billion or $2 billion or something of the sort. But it's perfectly rational observation, and certainly looking back on 10 years of a bull market, it really jumps out at you. But I would argue that if you were working smaller numbers, it would make a lot of sense. And if we're working with large numbers, it might well make sense in the future at Berkshire to operate that way. Warren Buffett wird hier die Frage gestellt, ob es nicht viel sinnvoller gewesen wäre, seine Cash-Reserven in breit gestreute Indexfonds zu stecken, anstatt das ganze Geld in niedrig verzinste Anleihen zu halten. Ein breit gestreuter Indexfonds wäre beispielsweise der MSCI World oder auch der amerikanische S&P 500, die es bei uns in Deutschland als ETFs, also als börsengehandelte Indexfonds zu kaufen gibt. Denn hätte Buffett genau das gemacht, also über die letzten 15 Jahre seine Cashbestände in breit gestreute Indexfonds gesteckt, dann wäre der reine Firmenwert von Berkshire Hathaway 12% höher. Und das trotz ausreichendem Cashpuffer von 20 Milliarden Dollar. Buffetts Antwort bezieht sich direkt auf die Handlungsfähigkeit während eines Crashs. Während der Finanzkrise 2008 wäre es nämlich für Buffett problematisch gewesen, viel Geld in Indexfonds zu haben. Denn erstens hätte er dann zu sehr tiefen Preisen verkaufen müssen, um das Geld dann in einzelne Firmen zu stecken. Und zweitens hätte er bei den Milliardenbeträgen, mit denen er hantiert, Probleme am Aktienmarkt bekommen. Denn wenn ich Indexfonds für mehrere Milliarden verkaufe, dann brauche ich auch einen Abnehmer, also einen Käufer.
Wenn aber die Nachfrage für diese Summen nicht da ist, dann fällt der Preis und Buffett macht ein mieses Geschäft. Er sagt also, dass dieser Ansatz, sein Geld in Indexfonds statt in Cash zu haben, für ihn weniger praktikabel ist. Für Leute, die aber mit kleineren Summen hantieren, wäre das aber durchaus eine spannende Strategie. Zumal man mit kleinen Summen deutlich flexibler ist und diese auch viel schneller verkaufen kann. You know, we committed 10 billion a week ago, and there are conditions under which, and they're not remote, they're not likely in any given week or month or year, but there are conditions under which we could spend $100 billion very, very quickly. And if we did, if those conditions existed, we'd be the capital very well deployed and much better than in an index fund. And so we're operating on the basis that we will get chances to deploy capital. They will come in clumps in all likelihood. And they will come when other people don't want to allocate capital. Also hier spricht Buffett davon, dass er dann Chancen bekommt, sein Cash zu investieren, wenn andere Leute nicht investieren wollen. Und diese Chancen bedeuten eine deutlich bessere Investition als in breit gestreute ETFs. Das heißt, Buffett wartet auf diese seltenen Ereignisse wie beispielsweise einen Crash, um dann mit riesigen Summen in eine solche Chance reinzugehen. Es muss aber nicht unbedingt ein Crash sein. Sein größtes Investment der letzten 10 Jahre war nämlich Apple. Und die Apple-Aktie kaufte Buffett nicht während eines Crashs, sondern 2016, als wir mitten im Bullenmarkt waren. Spannenderweise war zu dieser Zeit die Apple-Aktie vergleichsweise günstig. Buffett schlug also zu und konnte sein Geld bis heute mindestens verfünffachen. Es gibt also auch während eines Bullenmarkts immer wieder Gelegenheiten, mit denen man den breiten Index deutlich überbieten kann. Buffett sagt aber auch, dass diese Chancen in Klumpen kommen, das heißt wie bei einer Ketchupflasche, lange kommt gar nichts und dann kommt alles auf einmal. Und hier ist dann wahnsinnig viel Geduld gefragt, denn es kann sein, dass es 2, 3, 4 Jahre keine attraktiven Einstiege am Aktienmarkt gibt. Wer aber nicht die Geduld aufbringen kann, so lange zu warten, der begnügt sich eben mit durchschnittlichen Gelegenheiten und erzielt dann dafür auch durchschnittliche Renditen. Charlie, what do you think about it? Well, I plead guilty to being a little more conservative with the cash than other people, but I think that's all right. We could have put all the money into a lot of securities that would have done better than the S&P with 20/20 hindsight. Remember, we had all that extra cash all that period if something had come along in the way of opportunities and so on. I don't think it's a sin to be a little strong on cash when you're as big a company as we are. We don't have to. I watched Harvard use the last ounce of their cash, including all their prepaid tuition from the parents, and plunge it into the market at exactly the wrong moment and make a lot of forward commitments to private equity. And they suffered like 2 or 3 years of absolute agony. We don't want to be like Harvard. Plus timber and a whole bunch of things. What? I mean, plus timber and I mean... Yeah, we're not going to change. No. Ja, Manger spricht ja an, dass es auch schief laufen kann, wenn man seine ganzen Cash-Reserven auf einmal investiert, nämlich dann, wenn es zum exakt falschen Zeitpunkt passiert. Als Beispiel nennt er den Stiftungsfonds der Harvard-Universität, der aktuell mehr als 50 Milliarden Dollar verwaltet. Die Erfolge und Misserfolge dieses Fonds entscheiden unter anderem darüber, ob die Harvard-Universität bahnbrechende Forschung finanzieren kann. Und hier wurden in der Vergangenheit schwere Fehlinvestitionen gemacht. Es wurden, wie Manger sagt, selbst die im Voraus bezahlten Studiengebühren direkt investiert. Das Management der Harvard-Stiftung machte auch fragwürdige Investments in Holzplantagen, was Buffett hier kurz andeutet. Hier gab es zwar die Chancen auf hohe Renditen, aber eben verbunden mit hohen Risiken. Zudem waren die Holzplantagen der Harvard-Stiftung immer wieder unter Beschuss, weil sie die Lebensgrundlage von Bauern gefährden und einheimische Wälder zerstören würden. Alles in allem ist es Manger und Buffett extrem wichtig, nicht nur irgendein Investment zu tätigen, sie wollen stattdessen mit viel Geduld nur die allerbesten Gelegenheiten nutzen. Und diese Gelegenheiten beinhalten alle eine Asymmetrie, also wenig Downside und viel Upside. We do like having a lot of money to be able to operate very fast and very big, and we don't. And maybe we won't. We know we won't get those opportunities frequently. I don't think. Certainly, in the next
20 or 30 years, they'll be at 2 or 3 times when it'll be raining gold and all you have to do is go outside. But we don't know when they will happen, and we have a lot of money to commit. And I would say that if you told me I had to either carry short-term treasury bills or have index funds and just let that money be invested in America generally, I would take the index funds. But we still have hopes. And the one thing you should very definitely understand about Berkshire is that we run the business in a way that we think is consistent with serving shareholders who have virtually all of their net worth in Berkshire. I happen to be in that position myself, but I would do it that way under any circumstances. We have a lot of people who trust us, who really have disproportionate amounts of Berkshire compared to their net worth if you were to follow standard investment procedures. And we want to make money for everybody, but we want to make very, very sure that we don't lose permanently money from for anybody that buys our stock somewhere around intrinsic business value to begin with. We just have an aversion to having 1 million plus shareholders, maybe as many as 2 million, and having a lot of them ever really lose money if they're willing to stay with us for a while. And we know how people behave when the world generally is upset, and they want to be with something. I think they want to be with something that they feel is like the Rock of Gibraltar, and we have a real disposition toward that group. Also Buffett weiß genau, welche Verantwortung er für seine Aktionäre hat. Das bedeutet, dass er mit seinem Unternehmen Berkshire Hathaway wenig Risiko im Sinne von Kursschwankungen auf sich nimmt, wie wenn er privat kleinere Summen investieren würde, so wie er es beispielsweise in seinen 20ern gemacht hat. Von seinen 20ern ist nämlich bekannt, dass er all sein Geld in 1 oder 2 Aktien steckte, wenn es extrem gute Gelegenheiten gab. Aktuell hilft die große Cash-Position von Buffett dabei, größere Marktcrashs abzufedern. Denn wenn der Markt um 50% einstürzt und Buffett nur 50% seines Berkshire-Vermögens in Aktien hat, dann hat er eben auch nur einen Vermögensverlust von 25% und 25% wäre für viele Anleger noch gerade so zu verschmerzen. Bei 50% wäre das was völlig anderes und so ein Kurseinbruch würde zu deutlich mehr Panikverkäufen von Berkshire Hathaway Investoren führen. Das heißt, Buffett nimmt hier Rücksicht auf Anleger, die in Berkshire investieren und weniger Crash verkraften. Das waren also die Ansichten zu Cash und ETFs von Warren Buffett. Was sagst du zu seiner Einstellung? Schreib's gerne unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann drück den Like-Button und abonniere diesen Kanal für mehr Tipps und Tricks rund um deine Finanzen. Hier oben rechts findest du mein Depot, das ich für langfristige Investitionen in Aktien nutze, und hier oben links ein Video, das für dich interessant sein könnte. Vielen Dank dir fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ciao.